Grüß euch miteinander und hallo hier aus dem bernischen Gürbental. Ich bin heute Gast auf Wenger Farms beim Adrian und seiner Familie. Der Adrian hat sich nämlich entschieden, beim Farmers Cup mitzumachen, also bei dieser ultimativen Strauss-Logo-Challenge. Was das heisst? Er will auf spektakuläre Weise das Strauss-Logo in einem seiner Felder darstellen. Und wenn ihm das gelingt, so kann er den einzigartigen Farmers Cup Pokal sozusagen zu uns in die Schweiz bringen. Wir drücken ihm die Daumen und ich will jetzt schauen, wo er ist. Adrian! Hallo! Hallo Melanie! Sali, Adrian und merci vielmals noch einmal für die Einladung hierher auf die Hof. Was für eine schöne Aussicht, ganz coole Geschichte. Erzähl uns doch mal etwas über dich, deine Familie, deinen Hof. Merci vielmals Melanie, herzlich willkommen hier bei uns auf dem Hof. Wir haben hier einen Landwirtschaftsbetrieb mit rund 24 Hektaren, den wir bewirtschaften. Wir setzen vor allem auf Milchproduktion und ja noch Ackerkulturen, wie zum Beispiel Einschnittkabis oder Quinoa. Wow, Quinoa! Ja, genau. Das ist Quinoa bauen wir etwa seit 2 Jahren an. Und das ist so ein bisschen das Neueste, was ich ausprobiert habe. Und es war sicher auch eine Challenge, das mal zu probieren hier in der Schweiz, ob das funktioniert. Und? Ja, hat sehr gut geklappt. Da bleibe ich sicher dran und probiere das auch ein bisschen auszubauen und noch mehr Leute ansprechen. Das finde ich dann gut. Sensationell. Adrian, was mich natürlich interessiert, ich weiss, du bist hier auf dem elterlichen Betrieb aufgewachsen, bist mit drin gewesen. Und trotzdem gibt es so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, hey, dann habe ich für mich gewusst, ich will auch Bauer werden. Ja, das ist richtig. Wir waren seit Anfang an dabei gewesen und mir persönlich ist das auch immer wichtiger geworden, der Betrieb und so das Ganze drumherum, unsere Felder. Und mit zunehmendem Alter habe ich wirklich gewusst, ja, ich will das weiterführen und das liegt mir sehr am Herzen. Und ich will etwas daraus machen, auf jeden Fall. Spannend und gut. Ja, Adrian, wenn du dich in der Landwirtschaft mit 3 Begriffen müsstest beschreiben, was kommt dir da in den Sinn? Für mich ist es sicher ein Zusammenspiel von Natur, Mensch und Tier. So würde ich das sicher zusammenfassen, so ein bisschen die Landwirtschaft. Sehr schön. Das finde ich mega gut, dass du das machst. Und du hast ja schon bewiesen, du bist innovativ, du bist kreativ, du hast originelle Ideen. Und ich kann mir vorstellen, du hast auch das mal etwas im Köcher, wie du diesen Pokal in die Schweiz bringen könntest, oder? Ja, das ist richtig. Es wird so sein, dass ich den Strauss nicht aus Quinoa machen werde. Also es sind keine Quinoa-Pflanzen. Aber ich habe mir etwas anderes überlegt. Und zwar mache ich einen grossen... Also der Strauss wird wie ein Blühstreifen. Ja. Also es wird ganz viele Blumen drin haben, für Nützlinge und einfach kleine Insekten und Lebewesen. Und das soll ihnen einen Lebensraum bieten. Und so können sie auch die umliegenden Kulturen so ein bisschen schützen und dort auch Schädlinge ein bisschen bekämpfen. Auf diese Art. Mega gut. Also du hast quasi nebst dem Projekt noch ein Projekt drumherum. Ja, das ist so, ja, könnte man so sagen. Wie willst du das technisch überhaupt umsetzen? Genau so. Das habe ich mir auch recht lange überlegt, wie ich das machen will. Ob ich es irgendwie abstecken oder wie ich das genau angehen soll. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich das mit einem Traktor mache, mit GPS, wo ich das wirklich wie Karten hinterlegen kann, wie ich das genau will, wie das Logo ist. Und dass ich das dann mit dem wie ins Feld hineinfräsen kann. Dass es wirklich ganz genau ist, auf ein paar Zentimeter genau. Hoffe ich mal. Mal schauen, wie es rauskommt. Hast du da schon Erfahrungswerte? Ich habe nicht Erfahrung im GPS-Bereich, aber ich habe da gute Partner, die mich unterstützen können, die ein bisschen mehr Ahnung haben. Und das würde ich dann mit denen angehen. Ja. Klingt spannend. Drücke dir den Daumen auf jeden Fall. Merci vielmals. Hup, hup, hup. Also Melanie, die Rinder sind jetzt draußen und wir können jetzt zusammen ins Feld schauen, wo wir den Strauss hermachen. Ja, gerne, ich freue mich.
So Melanie, jetzt sind wir hier im Feld, wo auch der Strauss herkommt später. Und wie du schon weißt, wird er nicht aus Quinoa sein, sondern es ist ein Blühstreifen mit ganz vielen schönen Blümchen. Hoffen wir, dass die alle schön blühen. Ganz schön. Und die werden dann auch gewisse Nützlinge anziehen und sonst Lebensraum bieten für Insekten. Und so wird es etwa aussehen. Sehr schön. Adrian, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den wunderschönen Tag hier bei dir im schönen Gürbental. Ich drücke dir die Daumen und ich freue mich natürlich ganz fest auf den besonderen Blumenstrauß. Merci vielmals, Melanie. Schön, dass du da warst. Merci. In den nächsten Tagen geht die Reise weiter. Seid gespannt, welcher Bauer und welche Moderatorin ihr als nächstes werdet kennenlernen. Ich auf jeden Fall empfehle euch, wenn ihr nichts verpassen wollt, uns zu abonnieren und natürlich auch das Glöckchen zu aktivieren, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche euch alles Gute und ich genieße hier jetzt noch ein bisschen die schöne Landschaft. Der Strauss Farmers Cup.